Und wenn man jetzt mal einen Autoimmunvorgang anschaut, ja, was ist eigentlich für ein Bild? Wir sind dazu gezwungen worden, durch die Impfung plötzlich etwas Fremdes, also eigentlich ein Virus, den wir eigentlich nicht in uns haben wollen, selber zu bilden oder Teile davon. Das heißt, unsere Zelle ist zu etwas gezwungen worden, was uns vollkommen wesensfremd ist. Es ist ungefähr so, wenn man es im Seelischen jetzt mal anschaut, wenn wir durch bestimmte Beeinflussungen von außen dazu gezwungen werden, eine bestimmte Handlung zu vollziehen, hinter der wir nicht dahinter stehen, die wir quasi dann unter Zwang ausüben. Ja? Das ist etwas, was uns total überfremdet. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über die Corona-Impfung. Hierzu begrüße ich sehr herzlich meinen Gesprächsgast, Dr. Med Jens Edrich. Lieber Jens, du bist Facharzt für Allgemeinmedizin und bist anthroposophischer Arzt. Du hast hier in Herbrechtingen eine eigene Praxis und wir haben uns vor 2 Monaten schon einmal getroffen und ein Interview geführt zusammen, bei dem du die Hintergründe, die seelisch-geistigen Hintergründe zu dieser Corona-Krankheit wie auch zur Impfung sehr schön dargelegt hast, wie ich finde. Jetzt hat sich aber die Situation weiterentwickelt. Es sind neue Impfstoffe auf dem Markt, es sind Probleme zeigen sich schon, auf die du auch damals schon hingewiesen hast. Bevor wir aber auf diese Probleme zu sprechen kommen, möchte ich dich gerne mal fragen, wie es dir eigentlich seit unserem letzten Treffen ergangen ist. Du hast ja viele Angriffe erfahren, wie ich mitbekommen habe. Und ich wollte fragen, also wie geht es dir eigentlich damit? Kannst du überhaupt noch praktizieren? Ja, ich kann sehr gut praktizieren. Es ist so, dass nach diesem letzten Video eigentlich sehr viele Menschen in der Praxis sich gemeldet haben. Also es haben sich auch sehr viele Menschen angeschaut, überraschend viele für mich sogar. Und es wird einfach deutlich, dass diese ganze Frage nach der Impfung für die Menschen absolut zentral ist. Und sehr, sehr viele Menschen sozusagen einerseits unglaubliche Angst haben vor der Impfung. Also viele von denen melden sich bei mir in der Praxis. Angst davor, dass sie eines Tages aufgrund ihrer beruflichen Situation dazu gezwungen werden könnten, ja, sich impfen zu lassen und das um jeden Preis verhindern wollen. Und im letzten Video am Ende ja doch auch bei uns im Gespräch ein Satz angeklungen war. Und das war der Gedanke, dass der Mensch ja letztendlich nie von materiellen Dingen abhängig sein könne. Sodass es eigentlich selbst dann, wenn diese Impfung ja doch auch gewisse Probleme mit sich bringt, die wir heute auch nochmal anschauen wollten, immer einen Weg geben muss, dass der Mensch sich geistig so damit auseinandersetzt, dass ihn diese Impfung nicht zerstört oder krank oder zerstören muss. Ja. Das heißt, da bin ich mit vielen Fragen konfrontiert worden, habe mit sehr vielen Menschen auch darüber gesprochen und sicher einige Gedanken auch weiterentwickelt, über die wir heute vielleicht auch sprechen wollen. Das ist das eine. Das andere, du sprichst von Angriffen. Ja. Ich würde jetzt einfach mal sagen, Angriffe würde ich es vielleicht jetzt nicht nennen, man könnte es so nennen, sondern es ist eher so, dass es viele Menschen gab, die, glaube ich, mit dem Inhalt des Videos nicht ganz so leicht anknüpfen können. Und ich glaube, das muss man auch verstehen, weil es ist ja doch, der Gedanke, den wir da gemeinsam hier entwickelt hatten, war ja eigentlich doch der, dass man einer Krankheit wie Corona nicht ohnmächtig gegenübersteht und dass es nicht notwendig sei, mit materiellen Dingen, sei es mit Masken oder mit Medikamenten, eine solche Krankheit zu überwinden, sondern wir haben ja den Gedanken entwickelt damals, dass es letztendlich doch seelisch-geistige Wirkungen sind, die der Mensch unbewusst in sich aufnimmt und die ihn krank machen. Ja, ich hatte davon gesprochen, dass wir ja heute in einer riesigen sozusagen Angstwolke leben. Also man muss sich ja klar machen, dass 7 Milliarden Menschen auf der Erde im Moment elementar Angst haben davon, von diesem Virus ergriffen und umgebracht zu werden. Ja? Und wir dürfen nicht unterschätzen, dass sowas wie Stimmungen, die von Menschen ausgehen, auch wirken. Ja? Das heißt, die Menschen haben diese Vorstellung, der Virus hat Macht und sie können ihr eigenes Immunsystem und ihre Fähigkeit, sich durch eine entsprechende geistige Arbeit in ihrem Immunsystem aufzurichten, dass etwas materiell keine Macht über sie hätte, das können sie gar nicht so leicht sozusagen denken. Sie denken sich abhängig, weil das begegnet uns ja auch in der Presse heutzutage täglich, dieses Gefühl der Abhängigkeit. Und das nimmt der Mensch auf. Dieses Gefühl nimmt er unbewusst in sich auf und er glaubt es. Ja. Man kann davon sprechen, das ist wie eine Suggestionswolke. Das ist eine Vorstellung sozusagen der Angst, die den Menschen atmosphärisch wie umhüllt.
Ja, es gibt ja so etwas wie sogenannte morphogenetische Felder. Ich weiß nicht, ob das dir ein Begriff ist. Man spricht, ja? Ein Begriff ist es mir, aber ich kenne ihn nicht wirklich. Also der Begriff ist geprägt worden, weil man bemerkt hat, dass bestimmte Erfindungen in der Menschheit zu bestimmten Zeiten gleichzeitig an verschiedenen Orten der Welt entstanden sind. Ja? Ohne dass die Forscher damals voneinander wussten. Das gilt für das Rad, das gilt für verschiedene wesentliche Erfindungen. Und da gibt es eben dann Gedanken, die beobachten, dass es offensichtlich bestimmte Gedanken sind, die einfach, wenn sie wirken bei einigen Menschen in der Welt, dann plötzlich einfach vorhanden sind. Also wie geistig vorhanden sind, sodass andere Menschen unabhängig auch eigentlich zu diesem Gedanken hinfinden können. Da spricht man von dem morphogenetischen Feld. Ja, und jetzt gilt es letztlich für negative Gedanken natürlich noch umso mehr. Das heißt, wenn 7 Milliarden Menschen den Gedanken denken, dass sie abhängig sind von dieser Krankheit, dann dringt es in uns herein und lähmt uns und ergreift uns unbewusst. Und ich habe das im letzten Video dargestellt, wie solche Vorstellungen tatsächlich so tief in uns wirken, seelisch unbewusst wirken, dass sie uns im Sinne eines Nocebo-Effektes, also Nocebo heißt, ich schade, innerlich wie vergiften. Also wie schaden, das heißt, sie machen uns eng, sie machen unsere Seele eng, sie machen unser Leib eng, sie wirken auf die Atmung bis in die Zelle hinein und wirken sozusagen als Zellstress, sodass dadurch Krankheitsprozesse ausgelöst werden können. Und der Virus letztendlich dann die Folge dieser seelischen Vorgänge ist. Und jetzt ist dieser Gedanke, den wir damals entwickelt hatten, dass der Mensch die Fähigkeit hat, indem er solche unbewussten Felder, also diese unbewussten Suggestionsfelder, diese morphogenetischen Felder, die er als Stimmung, als Angst, als Beklommenheit vielleicht zunächst erlebt, ja, dass er die plötzlich hinterfragt und sagt, was nehme ich denn da eigentlich wahr? Was ist denn das, was mir da so aufsteigt? Was ist denn das, was mich jetzt mit der Begegnung mit der Person XY plötzlich wie so komisch befällt und mich irgendwie unruhig macht und mich schweißgebadet sein lässt und so weiter? Und jetzt nehmen wir das ins Bewusstsein, dann sehen wir, aha, das war doch jetzt eigentlich nur die Person XY, die jetzt so eine Angst verbreitet hat und das kriecht mir hier rein. Ja? Und in dem Moment, wo ich das erkenne, dann ist es so, wie wenn ich eine Fremdwirkung, eine seelische Fremdwirkung in der Welt erkenne und schon wenn ich es erkenne, merke ich ja, aber stimmt es überhaupt? Ja, der hat die Angst, aber muss ich die Angst überhaupt haben? Und in dem Moment fange ich an, mich von dieser Wirkung zu befreien. Ja? Und plötzlich denke ich, ja, es ist ja gar nicht der Virus, der mich krank macht, sondern ich merke, wie die Angst mich krank macht. Und noch ein Schritt mehr entsteht in mir an Freiheit, weil ich plötzlich in diesem Gedanke merke, wie ich plötzlich wieder anfange zu atmen und mich daran innerlich aufrichte. Und ich habe das damals geschildert, wie die Krankheit in dem Moment keine Macht mehr über uns hat. Jetzt ist aber der Gedanke, den wir entwickeln, dass also der Mensch durch die Art, wie er geistig-seelisch bestimmte unbewusste Wirkung bearbeitet, dass er dadurch sich selbst zu seiner eigenen Gesundheit aufrichten kann, der ist aus der Sicht unserer materialistischen Weltanschauung heraus eine absolute Zumutung. Das muss man eigentlich mal so sagen. Und nicht nur aus der materialistischen Weltanschauung heraus, sondern vielleicht sogar aus einer bestimmten historisch-kirchlichen Anschauung heraus. Ja? Weil was ist damit sozusagen verbunden? Es ist ja der Gedanke verbunden, dass der Mensch selber das Potenzial hat, durch Erkenntnisprozesse unbewusste Wirkung zu verwandeln, neue Gedanken sozusagen in die Welt auszustrahlen und sich daran zu seiner eigenen Gesundheit aufzurichten. Ja? Das heißt, das ist eigentlich ein Vorgang, wo der Mensch aus eigener Geistigkeit heraus selber heilend wirkt. Und zwar auf sich und nicht nur auf sich, weil es ist ja ein Unterschied, ob ich mit einer Angst in den Raum gehe, dann werde ich andere Menschen auch anstecken und ihnen Angst machen, oder ob ich mit einer Zuversicht in den Raum gehe. Ja, dann kann sein, dass ich den ganzen Raum, der vielleicht vorher Angst besetzt war, alle Menschen da drin, dass ich den dadurch, dass ich einen anderen positiven Gedanken reintrage, plötzlich erlöse. Und alle werden eigentlich fröhlich, können wieder atmen und gesund. Das heißt, der Mensch kann aus dem Geistigen heraus Gesundungsprozesse auslösen, ja, und er kann aber, wenn er das nicht tut, sondern unbewusste Wirkung in sich wirken lässt, kann er auch Krankheitsprozesse sozusagen um sich herum entzünden. Und dieser Gedanke, dass der Mensch selber geistig eigentlich schöpferisch ist, mit seinen Gedanken wirksam ist, das ist in gewisser Weise ein Gedanke, der ist eine Zumutung. Man könnte sagen, aus einer gewissen Warte wird er sogar als Blasphemie, als Häresie auch bezeichnet. Ja, wenn wir vielleicht dann nochmal auf die Impfung direkt nochmal zu sprechen kommen, also, weil man hört ja viel von Gefahren dieser Corona-Impfung, also zum Beispiel von Thrombosen in den Gehirnwehen, von anaphylaktischen Schocks und von gesundheitlichen Problemen, die die Menschen bekommen. Also meines Wissens sind sogar einige Menschen auch schon daran gestorben, nicht wenige. Und das heißt aber immer noch, dass sozusagen die Vorteile oder der Nutzen dieser Impfung bei weitem überwiegen würde.
Und jetzt würde ich mal, wie schätzt du das jetzt als Arzt auch ein oder auch mit diesem Hintergrund, den du jetzt gerade geschildert hast? Ja, es ist gut, wenn wir das ruhig ganz, ganz faktisch mal anschauen. Also einfach von dem, was wir jetzt aktuell in den letzten Wochen hier schon erlebt haben. Ja. Also zum einen finde ich persönlich recht erschütternd, dass keiner über das spricht, was eigentlich tatsächlich schon passiert ist. Also ich habe in den letzten Tagen über die Europäische Arzneimittelkommission, da gibt es eine Homepage und da kann man die Nebenwirkungen von Arzneimitteln recherchieren. Und ich habe in mühevollster Kleinarbeit, habe ich mal versucht rauszubekommen, wie viele Todesfälle gab es im Zuge von Corona-Impfungen. Weil es wird nirgends im offiziellen Sinne sozusagen publiziert. Und man muss wirklich bald 2 Stunden sich da durchklicken, in die allerletzten kleinsten Links, bis man wirklich im Kleinstgedruckten sozusagen dann einzelne Zahlen findet für verschiedene Diagnosen und am Ende steht dann Todesfälle und da muss man die mühsam zusammenrechnen. Da ist man wirklich 1,5 Stunden beschäftigt und dann kommt man auf Zahlen sozusagen, wo man weiß, wie viele Menschen gestorben sind. Also schon die Tatsache, dass das so überhaupt nicht kommuniziert wird, macht einen natürlich schon irgendwie doch nicht nur stutzig, sondern auch zornig, muss ich sagen. Weil ich denke, das ist, wenn wir so eine Impfung haben, dann müssen wir auch darüber sprechen, wie die Todesfälle sind. Wir haben also faktisch fast bis zu 6.000 Todesfälle in Europa. In den Medien hört man von 12 oder... Werden Einzelfälle erwähnt, also 6.000 fast, nicht ganz, ich glaube 5, 9 also etwa. Europaweit, ja. Todesfälle, die sozusagen zeitnah im Zuge von den Impfungen aufgetreten sind. Ja? Dabei habe ich aber nur die Todesfälle erwähnt. Was insgesamt natürlich auch auftritt, sind extrem viele neurologische Störungen, schwere Blutzellenstörungen, auch irreversible Störungen. Ich habe die Zahl jetzt leider nicht im Kopf, aber wir sind in der Dimension von ungefähr 100.000 Nebenwirkungen, die also mittelschwer bis schwerwiegend ist und teilweise auch so, dass sie bleibend sind, also schwerwiegende Schädigungen sozusagen. Das heißt, wir haben es hier schon mit einer großen Dimension zu tun und die wird uns bisher eigentlich vorenthalten. Ja, das ist das eine. Das andere, du fragst nach der Wirksamkeit. Auch dazu habe ich jetzt eine interessante Zahl, jetzt gerade vor 2 Tagen wieder entdeckt. Und zwar habe ich gelesen in Mecklenburg-Vorpommern, da gab es jetzt also bei Geimpften, ja, frisch Geimpften, die schon 2 Impfungen hatten, gab es 149 Fälle, die trotz einer doppelten Impfung eine Corona-Infektion erlitten haben. Und jetzt ist es doch erschütternd, dass viele davon durchaus schwerwiegend krank waren, trotzdem, weil es wurde uns immer versprochen und gesagt, also wer geimpft wird, der wird, wenn allenfalls, ganz leichte Formen kriegen. Es stimmt nicht, sondern von diesen 149 Geimpften sind 5% gestorben. 5%. Das heißt, wir haben eine hohe Todesrate bei denen, die trotz Impfung sozusagen krank geworden sind. Also von daher ist auch der Nutzen der Impfung aus meiner heutigen Perspektive ein Stück weit als relativ anzusehen. Ja, jetzt wollen wir noch mal versuchen, vielleicht zu verstehen, wie man das auch erklären könnte. Ja? Ich habe das letztes Mal schon angedeutet, was die Impfung eigentlich mit uns macht, jetzt auf der rein pathophysiologischen Ebene. Ja? Das Problem ist ja, dass wir diesen neuen Impfstoff, dass das ein Impfstoff ist, der unmittelbar in den Genen des Menschen ansetzt, sei es über ein Vektorvirus oder über eine RNA, und die Zelle dazu anregt, dass sie jetzt ein fremdes Eiweiß, also ein Viruseiweiß, an ihrer eigenen Oberfläche entwickelt. Jetzt ist aber die Schwierigkeit, dass sie das an der Oberfläche hat. Das heißt, sie trägt jetzt an ihrer eigenen Oberfläche was Fremdes. Gleichzeitig gibt sie dieses Fremde ins Blut und der Körper bildet Antikörper dagegen. Jetzt ist aber das Problem, wenn jetzt der Virus kommt von außen, nehmen wir an, wir haben dann nach einer solchen Impfung eine Virusinfektion. Dann kommen also viele Coronaviren in den Organismus herein und der Körper bildet jetzt massenweise Antikörper gegen diesen Coronavirus. Jetzt sind die gleichen Antikörper aber nicht nur gegen den Coronavirus wirksam, sondern eben auch gegen dieses Eiweiß, was der Körper selber gebildet hat. Jetzt ist die Schwierigkeit, dass körpereigene Zellen ja dieses Eiweiß an ihrer Zelloberfläche präsentieren. Beispielsweise, das hat zum Beispiel der Professor Bhakdi sehr früh vorhergesehen als Problematik, beispielsweise in den Gefäßinnenwänden. Ja, in den Gefäßinnenwänden ist es so, dass die Gefäßendothelien, das sind die Innenschichten sozusagen der Gefäße, die könnten jetzt diese Eiweiße an der Oberfläche abbilden sozusagen. Solange keine Antikörper groß im Blut sind, mengenmäßig, mag das sich ja noch in Grenzen halten. Ja? Jetzt ist aber ein Problem, wenn jetzt ganz viele Antikörper gebildet werden, weil zum Beispiel Viren in den Körper eindringen, dann ist das Problem, dass diese Antikörper den Virus natürlich vielleicht kurz und klein machen, das sollen sie ja ein Stück weit auch tun, aber nebenbei eben plötzlich die körpereigenen Zellen angreifen. Das wäre die Gefahr und dass dadurch die Gefäßinnenwände geschädigt werden.
und plötzlich undichte Stellen bekommen. Und wenn ein Gefäß undicht wird, was passiert? Dann gibt es Gerinnsel an dieser Stelle, Blutgerinnsel. Und das genau, Thrombose, Blutgerinnsel sind Thrombosen. Und genau dieses Phänomen, was übrigens Herr Professor Bhakti schon sehr früh vorhergesehen hat, bevor es dazu Zahlen gab, das bestätigt sich in der Wirklichkeit. Also wir haben jetzt tatsächlich einige Meldungen, das ging ja auch durch die Medien, dass zum Beispiel sogenannte Sinusvenenthrombosen, das sind Thrombosen im Gehirn praktisch sich entwickelt haben, aber auch Lungenembolien zum Beispiel. Und gerade bei jungen Frauen häufig plötzlich Gerinnselbildungen, die normalerweise nie auftreten sollten. Ja? Und jetzt behaupte ich aber, oder meine Sorge ist zumindest, muss man sagen, dass diese Gerinnselbildung jetzt im Rahmen von der Impfung sich vielleicht sogar noch einigermaßen in Grenzen halten. Aber meine Sorge ist, was passiert, wenn diese Patienten plötzlich jetzt eine Corona-Infektion bekommen? Ja, dann mag sein, dass die Viren sozusagen von den Antikörpern zwar ganz gut bekämpft werden, aber was passiert jetzt mit den Gefäßinwänden? Ja, ist nicht das Risiko, dass plötzlich ganz viele Körperzellen dadurch zerstört werden, durch einen sogenannten Autoimmunprozess und nicht nur Endothelzellen, sondern zum Beispiel, was ist mit Nervenzellen? Ja, was ist mit anderen Körperzellen? Ja, und das würde mich durchaus gar nicht verwundern, wenn wir dann im Herbst plötzlich wieder neue Corona-Wellen haben und plötzlich wir merken, dass die Impfung gar nicht wirkt, so wie wir jetzt diese 149 Fälle in Mecklenburg-Vorpommern haben, weil sie vielleicht gar nicht deswegen wirkt. Man kann sagen, ja, der Virus wird zwar bekämpft, aber die Menschen sind plötzlich doch richtig krank, weil der ganze Autoimmunprozess jetzt plötzlich vonstatten geht. Und wird es dann wahrscheinlich so sein, dass ich bin jetzt als Mediziner nicht wirklich geschult, aber ich stelle mir das so vor, dass dann die Erkrankungen, die sich da ergeben können, dann gar nicht mehr mit der Impfung in Verbindung gebracht werden. Das ist die größte Sorge, die ich auch habe, weil wir sehen dann, jetzt gibt es eine Corona-Infektion. Ja? Und dann ist die Frage, wie interpretiere ich das, dass die jetzt trotzdem krank sind? Interpretiere ich das dann vielleicht sogar so, dass ich sage, gut, der Virus hat sich geändert, Mutationen, die haben wir sowieso. Offensichtlich scheint vielleicht hier die Impfung nicht mehr richtig zu wirken und vielleicht dann sogar jemand auf die Idee kommt und zu sagen, jetzt brauchen wir noch eine zweite Impfung gegen die neue Mutation. Kommt man aber auch, oder gibt es hoffentlich dann jemand, der sich eigentlich mal die Frage stellt, könnte es nicht sein, dass wir jetzt durch die Infektion einen Autoimmunprozess losgetreten haben und dass die eigentlichen Schädigungen gar nicht mit dem Virus zusammenhängen, sondern dass das eigentlich autoimmune Schädigungen sind. Also Autoimmun heißt, der Körper mit seinem Antikörper- oder Abwehrsystem bekämpft eigentlich sich selbst. Ja. Und jetzt ist das für mich immer, ja, bitte. Für mich auch immer interessant, ich versuche ja immer eigentlich ein Phänomen, wenn es materiell stattfindet, auch als Ausdruck von was seelisch-geistigem anzuschauen. Und wenn man jetzt mal einen Autoimmunvorgang anschaut, was ist eigentlich für ein Bild? Wir haben praktisch am eigenen Körper, wir sind dazu gezwungen worden, durch die Impfung plötzlich etwas Fremdes, also eigentlich ein Virus, den wir eigentlich nicht in uns haben wollen, selber zu bilden oder Teile davon. Das heißt, unsere Zelle ist zu etwas gezwungen worden, was uns vollkommen wesensfremd ist. Es ist ungefähr so, wenn man es im Seelischen jetzt mal anschaut, wenn wir durch bestimmte Beeinflussungen von außen dazu gezwungen werden, eine bestimmte Handlung zu vollziehen, hinter der wir nicht dahinter stehen, die wir quasi dann unter Zwang ausüben. Ja? Das ist etwas, was uns total überfremdet. Und wenn wir sowas tun, wie ist das, wenn uns irgendjemand dahin jetzt zwingt oder manipuliert, eine bestimmte Handlung zu tun, wo ich am Abend sagen muss, das wollte ich nicht, da schäme ich mich vielleicht sogar dafür. Wie geht es uns damit? Ja? Normalerweise ist es so, dass wir uns als Mensch dann nicht mehr in den Spiegel schauen können. Da entsteht sowas eigentlich wie Abneigung gegen uns, sogar Hass, Selbsthass gegen uns selbst. Das heißt, wir wollen uns eigentlich dafür sozusagen, wir wollen das rückgängig machen. Das ist eigentlich so, wie wenn wir gegen uns selber uns wenden. Und jetzt ist der Autoimmunprozess letztlich aus einer seelischen Sicht das Gleiche, nur auf körperlicher Ebene. Die Zelle lässt sich zwingen, irgendwas zu machen, etwas Fremdes zu entwickeln, also ein Eiweiß zu entwickeln, was nicht sie selber ist. Ja? Und das Immunsystem hat ja genau die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass in uns nichts Fremdes wirksam ist. Das Immunsystem ist der Wächter, der sagt, hier bin ich, das ist meine Integrität. Ja? Da darf nichts Fremdes sein. Und wenn wir jetzt selber das Fremde bilden, uns so zu überfremden lassen, dass wir ein Fremdes bilden und das an unserer Zelloberfläche abbilden, dann können wir uns ja nur hassen dafür. Das heißt, der Autoimmunprozess ist in dem Sinne eigentlich wie Ausdruck davon, dass wir dieses Fremde wieder loswerden wollen. Man könnte sogar sagen, es ist wieder der Versuch einer Heilung. Ja? Der Körper sagt, ich will wieder ich selber sein. Ja? Und wenn ich dabei draufgehe. Ja? Und das ist natürlich eine sehr spannende Frage, weil die Frage ist sozusagen, muss das sein? Wenn wir zum Beispiel, wie ist es, wenn wir gezwungen werden? Da wollten wir ja auch hinkommen zu der Frage. Bevor wir dorthin kommen, wäre für mich vielleicht noch die wichtige Frage, weil die auch im Zusammenhang mit dieser
Impfung jetzt steht. Du hast ja dargestellt, dass diese mRNA-Impfung und auch die Vektorimpfung, aber nicht mal sehr stark in diese Eiweißstoffwechsel eingreift des Körpers. Also dieses, wie du sagst, dieses Eiweißbildung anregt, die eigentlich körperfremd ist, die wesensfremd ist, könnte man auch sagen. Jetzt gibt es, also diese Vektorimpfungen sind ja auch sehr problematisch. Man hört von AstraZeneca, Johnson & Johnson wäre sozusagen auch eine Vektorimpfung, auch Sputnik-Impfung von Russland, ist nicht viel bekannt, aber es sind alles Vektorimpfungen, die ja auch in gewisser Weise in diesen Eiweißstoffwechsel einwirken, weil es wird ja sozusagen ein körperfremdes Virus in die Zelle eingebracht und der Zellkern wird sozusagen gekapert und es wird die Zelle angeregt, eben körperfremdes Eiweiß zu bilden. Jetzt gibt es aber auch so die sogenannte Antigenimpfungen. Ja. Und da wollte ich dich mal fragen, ob du da vielleicht was sagen kannst dazu. Totimpfungen wird es ja auch genannt. Wie funktioniert das? Gibt es da Unterschiede, die man da wissen sollte? Sehr wichtig, dass du das nochmal ins Bewusstsein rufst. Da wollte ich unbedingt heute drüber sprechen. Weil es ist ja schon auch von Anfang an für mich eine Frage gewesen, als im März letzten Jahr alle gesagt haben, ja, also da ist jetzt ein neuer Virus und wir müssen einen neuen Impfstoff entwickeln. Und wir können nur einen ganz speziellen Impfstoff entwickeln, der genetisch arbeitet sozusagen. Weil mit Coronaviren, gegen die kommt man nicht an mit dem klassischen Impfprinzip. Ja, da habe ich mich schon damals gefragt, ja, warum ist das so? Wer behauptet denn das? Warum soll man gegen Coronaviren nicht mit dem klassischen Impfstoff ankommen? Da habe ich mich gefragt, warum wird hier mit aller Gewalt von vornherein sozusagen eine Setzung gesetzt, nämlich es wird einfach mal behauptet, also da gibt es kein anderes Wirkprinzip außer den gentechnischen Ansatz. Ja? Es wurde einfach gesagt, und das war mir schon immer suspekt. Gut, ich kenne mich mit Wissenschaft nicht so genau aus, sodass ich erstmal für mich die Frage hatte, ja, stimmt das oder stimmt es nicht? Jetzt wissen wir, es stimmt nicht. Stimmt nicht, ja. Weil in Deutschland gibt es einen Kollegen, der heißt Winfried Stöcker in Lübeck, ist ein Forscher, der hat viele Jahre sehr eigenständig und wirklich gut und gründliche wissenschaftliche Forschung betrieben, kleines Institut, und er hat in den letzten Monaten auf eigene Faust, auf eigene Kappe hin, hat er einen Impfstoff entwickelt, den er sozusagen mit wenig Aufwand, sozusagen in eigenen Labormöglichkeiten entwickelt hat, und der basiert auf einem ganz anderen Prinzip, nämlich auf einem ganz klassisch konventionellen Antigenprinzip. So wie du es jetzt angesprochen hast. Was ist Antigen? Also das Antigenprinzip, so hat man immer schon geimpft mit Tetanus, mit Diphtherie, funktioniert so, dass wir das Fremde, also den Virus, nehmen und ein Teil von dem Fremden, zum Beispiel ein Stückchen von der Oberfläche, ja, nehmen, vermehren sozusagen ein bestimmtes Eiweiß, was an der Oberfläche präsentiert, das nehmen. Dann tun wir das mit einem sogenannten Wirkverstärker vermischen. Der Wirkverstärker hat die Aufgabe, das Immunsystem aufmerksam zu machen auf das Fremde, also das Immunsystem anzuregen, kann man sagen, und dann wird es in den Körper eingeimpft. Ja? Das ist ein sehr konventionelles, altes Impfprinzip. Man gibt das Fremde, ganz am Anfang hat man abgeschwächte Viren genommen oder abgetötete Bakterien und später hat man dann nur Teile von der Oberfläche genommen und hat die einfach eingeimpft mit Wirkverstärker und jetzt erkennt das Immunsystem, aha, da ist jetzt was Fremdes. Dieses Fremde, das muss ich jetzt erkennen und bearbeiten und bildet die Antikörper und macht dieses Fremde sozusagen unwirksam im Organismus. Jetzt ist es so, wenn dann später dieses Fremde in Originalform kommt, also der ganze Virus, dann hat er dieses Oberflächeneiweiß an der Oberfläche und die Antikörper erkennen das und sagen, das habe ich schon mal kennengelernt, da habe ich schon Antikörper und da kann ich jetzt sozusagen gegen das angehen und kann das überwinden. Ja? Das heißt, wir hätten da ein Prinzip, wo man das Fremde einfach nur hereingibt, wie eine Art Übung. Ja? Und da würde ich sagen, ja, das hat vielleicht sogar was Berechtigtes. Man gibt das Fremde, der Körper setzt sich mit auseinander und wenn dann der Virus kommt, dann kann er mit dem auch adäquat umgehen. Er wird jedenfalls nicht in die Eiweißstoffwechsel eingesetzt. So ist es. Das heißt, der Schritt wird einfach nur mit einer Herausforderung konfrontiert. Genau, sozusagen. so ist es. Nicht eingegriffen, das ist der Unterschied. Genau. Also der Unterschied, das Fremde wird in den Körper hereingegeben und nicht der Körper wird gezwungen, ein Fremdes selber zu bilden und dann gegen dieses Fremde anzugehen, wo das Immunsystem nicht mal mehr weiß, ist es jetzt eigentlich fremd oder es hat ja die Körperzelle gebildet oder ist es eigentlich eigen und dann sozusagen alles zerschlagen muss. Also das ist ein Prinzip, das ist so von vornherein
vornherein eigentlich gefährlich, wenn man es durchdenkt, dass man nicht versteht, warum ist von unserer Politik, warum ist von den Medien, warum auch von unserer Wissenschaft von Anfang an gesagt worden, nein, hier geht es nur mit diesem gentechnischen Prinzip. Warum hat nicht einer von Anfang an gesagt, jetzt machen wir einfach mal ein normales Viruseiweiß und machen einen klassischen Impfstoff? Ja? Am Anfang habe ich geglaubt, offensichtlich scheint es nicht zu gehen, aber spätestens als der Winfried Stöcker diesen Impfstoff entwickelt hat, und den gibt es, er wollte ihn zulassen, aber er hat natürlich keine großen Studien gemacht, er hat bisher nur im kleinen Kontext in seinem Labor mit eigenen Mitarbeitern damit gearbeitet, mit seiner Familie und hat sehr gute Ergebnisse, hat gute Antikörper entwickelt, hat sogar das dem Drosten schon geschickt, seine Studie, und der Drosten hat sogar gesagt, das ist eigentlich vernünftig, das Ergebnis. Jetzt ist er mit seinem Impfstoff an das Paul-Ehrlich-Institut gegangen und wollte ihn sozusagen gefördert haben, hat gesagt, könnt ihr das nicht erforschen und könnt ihr mir Studien zur Verfügung stellen, dass das Ganze sozusagen bald unter das Volk kommt, weil ich hätte diesen Impfstoff in 3 Monaten so weit, dass ich ganz Deutschland impfen könnte, und der ist auch billig. Also er sagt, der wird nicht mehr als 10 € plus minus kosten, weil das ist ein ganz einfaches Prinzip, das könnte ich in meinem kleinen Labor herstellen, sagt er. Und jetzt ist aber erschütternd, das Paul-Ehrlich-Institut hat es abgewiesen und hat ihn dem Staatsanwalt vorgeführt mit der Begründung, er hätte das nicht auf eigene Kappe machen dürfen. Also da fragt man sich eben schon, um was geht es hier? Geht es hier wirklich darum, den Menschen ein sinnvolles Wirkprinzip zur Verfügung zu stellen, was ihn wieder gesund macht? Ja? Oder geht es hier darum, gentechnische Experimente sozusagen im großen Stil jetzt einfach am Menschen mal auszuprobieren? Also mich hat es erschüttert, als ich das so gehört habe. Ja. Einen anderen Aspekt kurz dazu noch. Die Afrikaner haben sich ganz viel mit ganz einfachen Medikamenten beschäftigt. Zum Beispiel gibt es das Ivermectin. Das ist ein Wirkstoff, der dort bei Parasiten sehr effizient eingesetzt wird. Ich habe neulich ein Interview gehört mit 2 kenianischen Ärzten. Ja? Die sagen im Blick auf Deutschland, wir verstehen nicht, was ihr da macht in Deutschland. Ihr seid das Land der Wissenschaft. Auf euch haben wir immer geblickt, sozusagen. Ja? Und jetzt hätten wir einen wunderschönen Wirkstoff, Ivermectin. Die haben Studien gemacht, ja, dass es ein sehr wirksamer Stoff ist. Wenn er rechtzeitig gegeben wird, sagen die, dann könnten eigentlich Todesfälle verhindert werden. Sie haben da beste Erfahrungen. Ja? Und dann sagen die Afrikaner, warum in Europa? Warum macht ihr nicht das Naheliegende, dass ihr erstmal mit den einfachen Wirksubstanzen sozusagen arbeitet, eine Studie macht? Warum stößt ihr das sozusagen von euch? Ja? Die haben es uns angeboten, die Deutschen interessieren sich nicht dafür. Wir sind so fixiert auf unsere gentechnische Impfung, dass wir die klassischen, einfachen Möglichkeiten, Ivermectin, es gäbe vielleicht auch andere Arzneimittel, die erfolgsversprechend wären, und aber auch unser einfaches Impfprinzip, dass wir das sozusagen unter den Tisch fallen lassen und alles auf diese genetische Impfung, die aber wirklich für das ganze Autoimmungeschehen extrem heikel ist, setzen. Und gibt es da noch andere Impfstoffe, die sozusagen auf dieses Antigenprinzip aufbauen? Genau, das ist auch gut, dass du das fragst. Es ist so, der Stöcker hat also bisher im Moment offensichtlich keine Chance, dass er das durchbringt. Was jetzt gibt ein Skandal für sich ist. Ja, was wirklich ein Skandal für sich ist, weil der hat sich wirklich bestens bemüht. Ja. Und jetzt ist es aber so, dass es in Amerika eine Firma gibt, die heißt Novavax. Ja. Und die haben im Prinzip ein ähnliches antigenbasiertes Prinzip, haben die auf den Markt oder sind dabei, es auf den Markt zu bringen. Jetzt habe ich aber gerade heute gelesen, dass die im Moment extreme Schwierigkeiten in der Produktion noch haben. Aber es ist grundsätzlich so, das ist in der Pipeline, muss man sagen. Es ist so, die sind auch schon im europäischen Kontext tätig. Die haben das auf der Europäischen Arzneimittelkommissionsebene auch versucht zu beantragen. Und es ist in Bearbeitung. Und man liest überall, dass es voraussichtlich, wenn alles klappt, Mai oder Juni soweit sein könnte, dass dieser Impfstoff, der im Prinzip ganz klassisch antigenbasiert ist, dass dieser Impfstoff zugelassen werden könnte. Heute habe ich jetzt einen kleinen Wermutstropfen entdeckt. Es ist so, dieser Impfstoff arbeitet mit sogenannten Nanopartikelchen als Wirkverstärker. Das ist auch ein relativ neues Prinzip, weil die kriegt der Körper nicht mehr richtig los. Aber das ist jetzt ein neuer Aspekt, den ich heute erfahren habe. Ich würde aber sagen, wenn man es abwägt gegen das Autoimmunproblem, was man bei dem genetischen Impfstoff hat, ist der Wirkstoff wesentlich harmloser aus meiner Sicht. Von daher versuche ich meinen Patienten, wenn sie denn wirklich sich impfen lassen wollen, ja, obwohl ich eben der Meinung bin, dass es nicht notwendig wäre. Ja, aber wenn der gesellschaftliche Druck so ist, dass wir wirklich wichtige Ziele im Leben nicht mehr verfolgen könnten ohne diese Impfung, dann sage ich, okay, dann ist es immer noch besser, wir warten auf diesen Impfstoff und setzen uns dafür ein, dass der in Deutschland zugelassen wird und gehen wirklich geschlossen auf die Ärzte zu und sagen, ich lasse mich nicht gentechnisch impfen sozusagen, ihr könnt euer AstraZeneca sonst wohin schicken, ich warte, bis der neue Impfstoff von Novavax auf dem Markt ist. Also wenn viele Menschen in Deutschland sich ganz klar entschlossen, entsprechend
entsprechend sozusagen aufrichten würden, den Ärzten gegenüber, dann würde ich denken, dass dieses gentechnische heikle Prinzip vielleicht nicht mehr so weiter vorangefördert oder getrieben werden könnte. Also wie ich dich verstehe, du klärst auf über die verschiedenen Prinzipien, aber du bist jetzt nicht unbedingt, so wirst du ja oft missverstanden, dass du, wenn du darüber sprichst, gleich als derjenige ist, der große Befürworter dieser Impfung bist, sondern du siehst ja Möglichkeiten im Menschen, dass er mit der Krankheit ganz anders umgeht, als jetzt mit materiellen Mitteln, die ja die Impfung darstellt. Deswegen meine Frage an dich wäre ja auch, wie siehst du eigentlich den Unterschied? Ist es ein Unterschied, ob man jetzt eine Krankheit durchmacht oder ob man sie geschwächt durchmacht oder gar nicht durchmacht, aufgrund einer Impfung sozusagen? Oder wie siehst du diese, es wird ja oft gesagt, es ist sehr gut für den Menschen, wenn er sich auseinandersetzt mit Viren und Bakterien und so weiter, damit er eben seine Persönlichkeit entwickeln kann und die Krankheit auch durchmacht. Das stärkt den Menschen. Auch bei Kindern weiß man das ja, wenn sie eine Kinderkrankheit durchgemacht haben, dass sie anders hervorgehen, dass sie gestärkt hervorgehen. Also, wie siehst du dieses Problem? Ja. Also das Durchmachen einer Krankheit auf der körperlichen Ebene heißt ja zu Recht, so wie du sagst, dass der Mensch sich mit bestimmten Fremdsubstanzen, mit fremden Bakterien, Viren auseinandersetzt sozusagen und daran eine immunologische Erkraftung erfährt. Ja? Und wir wissen aus der immunologischen Sicht, dass diese Auseinandersetzung mit Fremdsubstanzen auch wichtig ist. Ja? Sodass es ja durchaus auch eine Problematik von Corona ist, dass also nicht von Corona, sondern von den Corona-Maßnahmen, dass die Menschen immer mehr durch Lockdown und Rückzug in eine extreme Schwächung getrieben werden. Das heißt, es fehlt ihnen die Auseinandersetzung mit fremden Viren. Und wenn sie nachher wieder rausgehen ins Leben, ist die Frage, sind sie dann überhaupt noch in der Lage, sozusagen mit diesen Fremdwirkungen umzugehen, ja? Weil ihnen das Training eigentlich fehlt. Jetzt ist aber so, dass dem Ganzen immer auch eine seelische Ebene entspricht. Ja? Wir haben das ja eben eigentlich angeschaut, dass eigentlich der Virus selbst, ja, dass der eigentlich mehr die Folge ist. Dass er die Folge ist davon, dass wir eine bestimmte konstitutionelle sozusagen Schwächung, also eine Angstwirkung in uns aufgenommen haben. Ja. Das heißt, der eigentliche Immunprozess, die eigentliche Auseinandersetzung mit der Krankheit findet ja jetzt gar nicht nur auf der physischen Ebene statt, sondern man kann sagen, parallel zu dieser Auseinandersetzung mit diesem Virus, immunologischen Auseinandersetzung, findet ja auch geistig eine Auseinandersetzung statt. Also ich habe damals den Fall erzählt von einem Patienten, der furchtbar Angst bekommen hat, ja, dass er jetzt schwer krank werden könnte, als sein Test positiv war, ja, und plötzlich in der Folge dieser Angst erst richtige Krankheitssymptome entwickelte. Und der aber dann im Gespräch mit mir innerlich sozusagen verstanden hat, dass es ja eigentlich die Wirkungen, die er sozusagen von außen unbewusst aufgenommen hatte, seelisch, und die in ihm sich manifestiert haben, dass die ihn krank gemacht haben. Und indem ich ihm das gespiegelt habe sozusagen, ja, hat er ja schon aufgeatmet. Was hat dieser Mensch getan? Also aus geistiger Sicht kann man sagen, ja, der hat einen geistigen Immunprozess eigentlich vollzogen, weil er hat die Fremdwirkung, und das war in dem Fall eigentlich die Vorstellung, dass da etwas ist, mit dem wir ohnmächtig ausgeliefert sind, was uns krank machen kann. Und diese Vorstellung hat er erkannt und hat gemerkt, nein, so stimmt es gar nicht. Ich bin nicht ohnmächtig, sondern das ist nur die Angst, die mich krank macht, sondern wenn ich das durchschaue, ja, und weiß, dass der Virus keine Macht über mich hat, sondern dass ich selber die Macht über mich habe, dass ich selber frei bin, dass ich gar nicht sozusagen von unbewussten Suggestionen und Ängsten manipuliert werden muss, sondern wenn ich die durcharbeite und erkenne, dann erkenne ich ja, wie es wirklich ist. Und wenn ich wirklich weiß, wie es ist, in dem Moment bin ich frei. Ja? Dann kann ich wieder atmen und dann ist mein ganzer immunologischer Prozess schön aktiviert und da bin ich gesund. Und indem er das durchgearbeitet hat, ist es eigentlich wie eine geistige Immunantwort. Also das heißt, er hat etwas Fremdes, in dem Fall eine seelische, falsche Vorstellung genommen, hat sie einmal durchgearbeitet. Dieses Durcharbeiten, das finden wir auf der körperlichen Ebene auch. Das Immunsystem arbeitet das Fremde auch durch. Also wenn wir Viren haben, Bakterien, dann gibt es sogenannte Fresszellen, die müssen den erstmal durcharbeiten, die müssen das Bakterium einmal abbauen, verdauen, verarbeiten sozusagen, zerlegen, analysieren, ja, bis alle seine Bestandteile sozusagen auf dem Tisch liegen. Und dann haben wir den Antikörper. Und der Antikörper ist eigentlich seelisch gesehen wie eine Idee, wie wir jetzt mit dem Fremden umgehen. Also man kann das ganz analog sehen. Man kann sagen, ja, seelisch ist auch so. Wenn einer sagt, du wirst schwer krank, ja, weil dieser Virus ist jetzt in dich eingekrochen, du bist positiv. Dann wirkt das quasi wie ein Fremdes und jetzt müssen wir das auch erstmal verdauen, also geistig verdauen. Wir müssen das auch erstmal
fressen. Also fressen heißt sozusagen verdauen, auflösen, analysieren, sozusagen zerlegen und erkennen. Und wenn wir es analysiert haben, gut, dann merken wir, so stimmt es ja eigentlich gar nicht, sondern ich weiß, dass es ja die seelische Ebene ist, die mich krank gemacht hat. Das heißt, es ist eigentlich ein Immunprozess, der findet statt und das ist ein geistiger Vorgang. Und jetzt zurück zu der Hauptfrage. Wenn ich also eine Krankheit habe, dann ist es immer, das ist auch meine Erfahrung in der Praxis, immer so, dass es seelische Fremdwirkungen gibt, die den Menschen eigentlich sozusagen von dem, was eigentlich sein Anliegen ist, sein Weg ist, seine Freiheit, sozusagen wie abbringen wollen, die ihn wie überfremden wollen. Und wenn er sich überfremden lässt, das heißt, wie wenn er rückfällig ist, wenn er das, was er eigentlich schon weiß, plötzlich wieder nicht mehr traut zu glauben, zu denken. Ja? Wenn er das in sich aufnimmt, dann lässt er sich überfremden und dann wird er krank plötzlich. Und jetzt ist aber so, man kann das verhindern, dass er krank wird. Nämlich, wenn er sich mit den Dingen, die unbewusst in ihm wirken, gleich auseinandersetzt. Wenn er merkt, jetzt ist mir so unwohl, ja, und nicht gleich denkt, oh, jetzt habe ich ein Virus, sondern wenn er sich fragt, warum ist mir so unwohl nach dem Gespräch mit diesem Menschen zum Beispiel, was hat er jetzt gesagt? Was hat er ausgestrahlt? Welche Suggestion hat er ausgestrahlt? Warum denkt er so? Und wie müsste man das eigentlich wirklich denken? Dann merken wir plötzlich, dass da fängt eigentlich die Auseinandersetzung mit dem falschen Denken vom anderen schon an und wir werden wieder wir selbst. Wir gewinnen unsere eigene Integrität. Und das ist der Moment, wo wir eigentlich gesund werden. Und das ist der Moment, wo der Virus, der körperliche Virus, sozusagen analysiert ist und keine Macht mehr über hat. Wir haben sozusagen eine Idee, wie wir jetzt mit umgehen. Und der Antikörper ist wie ein Bild für diese Idee, wie das Gegenbild, was wir erzeugen. Sodass die Frage, brauchen wir eine Krankheit? Ja? Wir bräuchten die Krankheit eigentlich nicht. Wir bräuchten sie nicht, wenn wir die Wirkungen, die unbewusst in der Umgebung leben, als morphogenetisches Feld, also als unbewusste Ängste, als falsche Vorstellungen, wenn wir diese seelisch-geistigen Wirkungen ins Bewusstsein nehmen würden. Die äußern sich häufig erst materiell in uns, in Form von, dass man so ein bisschen wie neben sich steht, dass man wie Übelkeit hat, dass man merkt, man kann nicht mehr richtig denken. Das kennen wir, glaube ich, alle. Oder ja? auch kühl. Kalte Hände haben, unsicher werden, zittrig sind, ja? Weiche Beine bekommen. Ja? Und jetzt muss ich aber merken, das sind immer seelische Wirkungen, die ich aufnehme. Und wenn ich die gut analysiere, dann muss ich nicht krank werden. Ja? Weil dann merke ich, da will mich was überfremden und mich von meinem inneren Weg abbringen. Und dann können wir uns aufrichten und dann werden wir nicht krank. Und umgekehrt, wenn wir einfach nur krank werden und das durchmachen, ist aus meiner Sicht noch nicht allzu viel gewonnen. Weil das reine Durchmachen, ja gut, vielleicht werden wir krank, weil wir uns in der Arbeit haben überfremden lassen. Dann gehen wir mal ein bisschen Rückzug, eine Woche, das ist dann auch gut. Und oft ist es so, wenn wir dann im Bett liegen, machen wir uns schon auch Gedanken, was nicht passt mit der Arbeit. Und dann, wenn wir nach einer Woche wieder hingehen und wir haben uns in der Krankheit ein bisschen Gedanken aus dem Abstand gemacht, haben wir oft auch eine Idee und merken, ich glaube, ich muss jetzt mal mit dem Chef sprechen, dass das irgendwie zu viel ist. Aber es ist eigentlich der seelische Prozess, der uns gesund macht. Also ich will sagen, die Krankheit gibt den Anlass, dass wir uns mit Fremdwirkungen auseinandersetzen, dass wir Ideen entwickeln und mit diesen Ideen wieder neu in die Welt zugehen. Und je mehr wir eigentlich diese Bewusstseinsprozesse durcharbeiten, desto weniger müssen wir krank werden. Und wenn wir das aber nicht tun, wenn wir mit Corona zum Beispiel nicht die Chance ergreifen, dass wir wirklich die Wirkung unserer eigenen Seele, unseres Geistes ins Bewusstsein nehmen und wissen, dass wir nicht vom Materiellen allein bestimmt werden, sondern dass die Seele eine eigene Möglichkeit hat, sich zu gestalten. Wenn wir diese Chance, die eigentlich in Corona sozusagen der Corona-Zeit für mich wie geboren werden will. Die will eigentlich entstehen. Also das, was vor 2000 Jahren schon angelegt worden ist, will der Mensch heute endlich entwickeln. Er will sich nicht wieder fremdbestimmen lassen. Das hatten wir in der Geschichte der Menschheit oft genug, dass wir uns total fremdbestimmen lassen haben und wir wissen, wohin das führt, ja? Zu totalitären Strukturen, die den Menschen letztlich zerstören und die dann in Zerstörungen, Kriegen und sonst was enden können. Und da wollen wir uns aufrichten, dass wir uns nicht in die Fremdbestimmung, und das steht an in der Gegenwart. Und wenn dieser Schritt ansteht, ja, dann können wir uns da nicht mehr davonschleichen. Wir können nicht einfach sagen, mit der Impfung ist alles wieder gut, weil letztendlich geistig wollen wir diesen Schritt tun. Und das ist auch bei meinen Patienten so, wenn die einen Schritt tun wollen, ja, und dann tun sie es dann trotzdem wieder nicht, dann werden sie krank. Und dann kommen sie wieder zu mir und dann arbeiten wir wieder und dann merken die, ja stimmt, ich habe eigentlich meinen Weg wieder aus den Augen verloren. Und dann richten sie sich wieder auf und dann werden sie wieder gesund. Und so steht es in der Corona-Krise eigentlich an, dass der Mensch jetzt nicht sozusagen jetzt über die Impfung löst, sondern dass er das aus einer inneren Kraft, aus einer Erkenntniskraft eigentlich zu überwinden hätte. Kann man eigentlich sagen, aber weil du sagst, also die Integrität, der Mensch hat eigentlich schon, der Einzelne hat vielleicht schon eine Bewusstheit errungen und fällt dann wieder zurück in eine Art Bindung oder in eine Art, dass er dem, was er eigentlich schon an Erkenntnis errungen hat, nicht mehr gerecht wird, dass das nicht mehr zusammenstimmt.
Und dann macht auch ein Durchmachen einer Krankheit wahrscheinlich gar nicht mehr so viel Sinn, weil dann ist wirklich das steht das an, dass man seinen eigentlichen Möglichkeiten auch gerecht wird schon. Deswegen meine Frage an dich wäre jetzt auch, was würdest du sehen? Was ist es, was die Corona-Zeit fordert? Menschen, du hast ja letztes Mal schon angesprochen, der Virus ist eigentlich eine sehr materialistische Sicht sozusagen auf die Dinge, dass man aus dem Virus als den einzigen Faktor der Erkrankung sieht und auch die Impfung als die einzige Möglichkeit, der Krankheit zu begegnen. Das deutet ja hin, dass man also sehr gebunden ist eigentlich an materialistischen Vorgaben. Und wenn es aber wirklich so ist, eine gesellschaftliche Anforderung, einen Entwicklungsschritt zu bewältigen, der einfach ansteht. Und das, glaube ich, kann jeder so mehr oder weniger empfinden, oder mir geht es jedenfalls so. Was würdest du da als wesentlicher Schritt sehen? An welcher Schwelle steht man da? Das ist sicher die zentrale Frage der Corona-Krise. Also ich habe das ja jetzt vorhin angedeutet, für mich die zentrale Frage ist die, wie wird der Mensch wirklich frei und selbstbestimmt? Was heißt Freiheit? Ja? Die ganzen Demonstrationen auf den Straßen, die kämpfen ja für eine Freiheit. Aber die wollen letztendlich noch eine Freiheit im Sinne des Alten, dass wir tun und lassen können, wo wir Lust haben dazu. Ja? Ich glaube, da kommen wir nicht weiter, ja? Weil wir müssen den Freiheitsbegriff eigentlich neu denken. Wann ist der Mensch frei? Der Mensch ist eigentlich erst dann frei, wenn er wirklich das tut und denkt und ins Leben hereinträgt, was er wirklich will. Das heißt, die Frage steht eigentlich im Raum, was wollen wir als Mensch? Ja? Und wenn wir einfach nur vor uns hinleben und gucken, dass wir uns jetzt mit der Impfung wieder freikaufen, damit wir wieder nach Teneriffa Urlaub machen dürfen, sozusagen, dann sind wir noch nicht frei. Weil wenn wir jetzt doch am Ende unseres Lebens auf dieses Leben blicken und sagen, jetzt waren wir da ganz schön zufrieden und haben unsere Reisen alle gemacht, dann werden wir eigentlich nicht zufrieden sein, weil wir haben uns ja doch was anderes vorgenommen. Und das ist natürlich eine unglaublich tiefe Frage. Was haben wir uns eigentlich vorgenommen? Und an der Stelle würde ich gerne vielleicht zum Schluss noch das Kapitel der sogenannten Nahtoderlebnisse mal eröffnen. Ja, ich habe mich in den letzten Jahren sehr viel mit Nahtoderlebnissen von Menschen, auch von Patienten beschäftigt. Ich habe auch selber Patienten in der Praxis, die Nahtoderlebnisse durchgemacht haben. Nahtoderlebnisse sind ja eigentlich Erfahrungen von Menschen, die in einem Zustand waren, wo sie klinisch tot waren. Das heißt, wo sie 2-3 Stunden zum Beispiel bewusstlos waren und die Umgebung dachte, sie leben nicht mehr. Und als die dann wieder zurückgekommen sind, dann beschreiben die ja eigentlich, was sie da erlebt haben. Und die beschreiben eigentlich alle sozusagen übereinstimmend, mehr oder weniger bewusst, der eine bewusster, der andere weniger, erleben sie eigentlich, beschreiben, dass sie sozusagen wie auf ihr Leben zurückgeblickt haben. Ja? Und das ganze Leben eigentlich wie nochmal hinter sich oder eigentlich vor sich sahen und dass sie erlebt haben plötzlich alles, was sie gemacht haben aus der Perspektive eigentlich auch der Welt. Das heißt beispielsweise, wenn Sie einem Menschen etwas in schädigender Absicht angetan haben, ihn angelogen haben zum Beispiel, ja, dann erleben diese Menschen, wie das sich für diesen Menschen angefühlt hat. Und es schafft so etwas wie ein tiefes Gefühl von Schmerz. Warum habe ich das gemacht? Ja, weil man plötzlich fühlt, was habe ich denn da gemacht? Ja? Oder wir haben vielleicht jemanden leiden sehen und haben uns keine Gedanken gemacht, warum der leidet. Ja? Im Nachtodlichen wird der Mensch darauf blicken und wird eigentlich fühlen, warum habe ich das einfach geschehen lassen, ohne dass ich mich engagiert habe dafür? Warum habe ich mich nicht eingesetzt dafür? Ja? Das heißt, die spannende Frage ist sozusagen, was will der Mensch denn in dieser Welt? Weil ich habe gesagt, frei ist er dann, wenn er das tut, was er wirklich will. Ja? Und wenn wir im Nachtodlichen eigentlich auf das Leben blicken, dann wissen wir plötzlich, was wir gewollt hätten. Und das ist aber die Tragik, dass der Mensch quasi im Nachtodlichen auf sein Leben blickt und sagt, warum habe ich das nicht getan? Warum habe ich das nicht getan? Ja? Das heißt, er weiß plötzlich ja eigentlich, ich wollte gar nicht so klein vor mich hinleben. Ja? Dafür war ich nicht auf dieser Erde, sondern ich war auf dieser Erde, weil ich mich fürs Ganze, für die Menschen, mit denen ich Kontakt hatte, ich wollte mich mit den Menschen, für die Menschen, mit den Menschen einsetzen. Ich wollte mich auch für die Tiere, für die Welt einsetzen. Ja? Und plötzlich entsteht ein tiefer Schreck, dass wir das nicht getan haben. Und diese Menschen beschreiben übereinstimmend, wie sie eine unglaubliche seelische Not erlebt haben, dass sie das gerne wieder gut machen würden oder sozusagen zu Ende führen würden. Ja? Und die beschreiben, dass das aber auch genau das Motiv war, warum sie zurückgekommen sind. Sie beschreiben gleichzeitig eigentlich alle übereinstimmend, dass sie vor sich so ein Lichterlebnis hatten, wo sie eigentlich wie darauf zugehen wollten. Ja? Und dass sie in diesem Licht eigentlich mit einer inneren Frage konfrontiert waren, wie eine geistige Gewissensfrage. Und diese Gewissensfrage, die lautet bei allen übereinstimmend sozusagen, ja,
ist es an der Zeit, jetzt dahin zu gehen? Willst du dahin? Ja? Und sie bemerken plötzlich, dass diese Frage in ihnen erwacht und sie fragen sich, ja, ist es wirklich an der Zeit? Und sie merken, nein, weil ich habe das und das nicht geschafft und ich habe das vergessen und ich habe nicht mit den anderen Menschen mitgedacht. Ja? Ich war eigentlich viel zu klein. Ich habe mein ganzes Potenzial, was ich hatte, nicht wirklich in die Welt getragen. Ja? Und sie beschreiben sehr schön, dass einerseits wie eine Versuchung eigentlich in ihnen lebt, da zu diesem Licht schon gehen zu wollen. Wie ein Sog, ja? Wo sie eigentlich fast nicht widerstehen können. Und gleichzeitig aber plötzlich der Blick zurückfällt und das innere Gewissen erwacht und sie sagten, nein, hier ist eine Aufgabe auf der Welt. Das heißt, sie kommen dann zurück und viele beschreiben, dass ihr Leben danach in einer anderen Bewusstheit gestaltet wurde. Das heißt, die Freiheitsfrage ist eigentlich erst dann zu beantworten, ja, wenn wir uns fragen, was wir wirklich wollen. Wenn der Mensch das tut, was ihm fürs Ganze als sinnvoll, als notwendig, als gesundend, als wertvoll sozusagen vor der Seele steht. Das heißt, wenn er das, was er tut, abstimmt mit seinen Mitmenschen, ja, wenn er etwas tut, was dem Aufbau des Ganzen eigentlich dient, erst dann ist der Mensch selbstbestimmt. Wenn er aber kleinlich sich nur darum kümmert, dass er jetzt mit der Impfung in Urlaub fahren kann, ja, dann wird er im Nachhinein sich eigentlich schämen, er wird sich hassen, ja, dafür und er wird das Gefühl haben, nein, das war mein Leben nicht wert. Also die Freiheit entsteht im Menschen aus dem Bewusstsein fürs Ganze. Und das Abstruse ist, dass wir das Bewusstsein im Ganzen, im Leben verlieren, ja? Weil wir so kleinlich sind, ja? Wie der Hamster im Hamsterrad. Und dass wir eigentlich im Leben lernen müssen, so arbeite ich auch mit meinen Patienten, das kann man nämlich lernen, dass man eigentlich im Leben schon den nachtodlichen Blick auf das Leben eigentlich übt. Dass man sich eigentlich fragt, wenn ich jetzt heute so spontan den Eindruck habe, nehmen wir mal an, der Chef hat mich jetzt überfremdet zum Beispiel, ja, und ich bin krank geworden, ja, und dann habe ich vielleicht das Gefühl, ich mag da nicht mehr hingehen zu der Arbeit. Oder ich habe das Gefühl, ich gehe da hin und was weiß ich und schmier dir mal eine oder sonst was, ja. Und wenn wir jetzt aber dann nochmal drauf schauen, da wird man nicht gesund werden, zum Beispiel. Ja, ich habe einen Patienten, der konnte seinen Arm nicht mehr bewegen, weil sein Chef ihn die ganze Zeit erniedrigt hatte. Dann haben wir das angeschaut und dann war er total frustriert und hat gedacht, ich muss dir mal die Meinung sagen. Und dann habe ich ihm gesagt, jetzt schauen wir das mal ganz frei an. Eigentlich schauen wir das mal nachträglich an. Ja? Wenn Sie das nachträglich anschauen, wie wollen Sie das lösen? Und dann kam ihm der Gedanke, ja eigentlich der Chef, ja eigentlich ist der ziemlich im Stress und wahrscheinlich tut er mich so erniedrigen, weil er selber wahnsinnig in Stress hat und er hat überhaupt keinen Überblick mehr über seinen Betrieb. Ja? Und plötzlich, indem er das so angeschaut hat, hat er plötzlich die Idee gehabt, wie er mit dem Chef sprechen möchte. Ja? Und er hat also wie nachträglich darauf geblickt und hat für den Chef auch gedacht. Ja? Und das war so schön, weil der rechte Arm, also es war ein Handwerker, der den rechten Arm gebraucht und der Arm hat blockiert, weil er nicht mehr zu dieser Arbeit gehen konnte. Ja? Und in dem Moment, wo er den Gedanken gefasst hat, dass er gemerkt hat, nein, ich will da jetzt wieder hingehen, ja, weil jetzt habe ich eine Idee, also jetzt habe ich den Antikörper. Das heißt, die Überfremdung, ja, die hat mich krank gemacht, aber jetzt habe ich die Idee, wie ich damit umgehe, sozusagen. Das muss mich nicht überfremden, sondern dann gehe ich da hin und spreche mit dem und sage ihm, ich verstehe, dass Sie oft Stress haben, ich verstehe, dass es für Sie nicht leicht ist, ja, Sie haben auch Druck von Ihrem Vorgesetzten, aber schauen Sie doch mal, wir wollen doch miteinander hier eine gute Arbeitsatmosphäre. Ja? Wenn wir alle so im Stress sind, dann bringen wir doch nichts Ordentliches zu Wege. Ja? Es wäre doch viel schöner, wenn wir hier gut miteinander arbeiten können. Das hat der junge Kerl dem Chef so einfach gesagt. Ja. Und das war so, der Chef war so perplex, dass ihm so ein junger Kerl mit 22 sowas sagt, dass er dann erst mal 2 Tage ausfiel, 2 Tage krank wurde und am 3. Tag kam er wieder, hat sich vor die Mannschaft gestellt, hat sich entschuldigt und gesagt, ja, der so und so hat es gesagt und er hat eigentlich recht, es tut mir leid, ich weiß, ich bin manchmal unmöglich. Ja. Wenn das nochmal passiert, bitte sagt es mir, weil ich möchte, dass wir hier gut zusammenarbeiten. Der Arm war gesund. Ja. Also das heißt, die Frage nach der Freiheit. Ja. Der Mensch ist frei, wenn er etwas tut, was fürs Ganze schön ist. Ja? Und wenn er frei ist, wird er gesund. Ob das jetzt seine Blockade an der Schulter ist oder es eine Krankheit ist, nicht wenn wir sozusagen eigentlich den, der uns überfremdet, das hassen müssen. Und das ist jetzt die spannende Frage bei der Impfung. Wie ist das jetzt, wenn uns wirklich einer diese Impfung sozusagen aufzwingt? Ja? Wenn wir wirklich sagen, ich habe da eine Aufgabe, ich muss jetzt diese Reise nach Afrika tun, weil ich habe in Afrika eine Aufgabe, ich halte da Vorträge und es ist wichtig für dieses Land, ich habe da ein Ideal, ich habe ein Ziel, ja? Und ich werde mir das nicht nehmen lassen, sozusagen, nur weil die mir diese Impfung, nur weil ich jetzt Angst vor der Impfung habe. Ich will die Impfung nicht, ich brauche sie auch nicht, ja? Aber ich werde mir mein Ziel nicht nehmen lassen, sozusagen. Und dann gehe ich dahin und sage sozusagen, bitte lasst mich reisen ohne diese Impfung. Ich brauche diese Impfung nicht und ich habe in Afrika eine Aufgabe und ich muss dahin. Ja? Und wenn ich das ganz klar vertrete, ja, und da sitzt noch ein Mensch, dann kann sein, dass der Mensch das versteht.
und mich so reisen lässt. Und wenn er mich nicht versteht, dann gehe ich dahin und sage, aber ich habe diese Aufgabe. Und das ist für dich auch wichtig, weil ich habe in Afrika eine Aufgabe, die ist für dich wichtig, weil es ist für die Welt. Ja? Und ich weiß außerdem, dass ich diese Impfung nicht brauche. Ja? Und eigentlich, es tut mir leid, dass du jetzt mir diese Impfung sozusagen eigentlich aufzwingst. Und ich bitte dich, lass das, weil das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Weißt du, es gäbe einen anderen Weg. Ja? Und im Ende, du besudelst dich nur selbst. Wenn du das jetzt tust, bitte tu das nicht. Tu es wirklich nicht. Ja? Weil es ist mir jetzt nicht so sehr um mich. Ich brauche die Impfung nicht. Aber mich wird sie auch nicht umbringen. Ja? Weil ich habe mein Ziel und mein Ziel, das ist meine Kraft. Ja? Und wenn ich aus dieser Beziehung zu ihm heraus handle, dann schaue ich ihn nachtodlich an. Weil ich lasse mich gar nicht stören, dass der mich jetzt vielleicht sozusagen ruppig anfasst und sagt, jetzt kriegst du deine Impfung. Sondern ich schaue die Seele von dem an. Ich schaue dem an, wie der eigentlich sein möchte, nicht wie er jetzt ist, sondern wie er sein möchte, ja, wie er geistig sein möchte. Und dadurch bin ich mit meiner Seele frei. Weil ich bin sozusagen so, dass ich wie aus der Geist, ich bin zwar auf der Erde, aber ich gestalte meine Beziehungen eigentlich aus der geistigen Perspektive, aus der Freiheit. Und wenn ich so frei bin, ja, dann sieht man richtig, wie das ausstrahlt. Ja? Weil das ist dann ein Mensch, der sieht den anderen, der sieht das Potenzial des anderen. Ja? Das ist dann im Prinzip das Bild der Feindesliebe. Man kann sagen, das ist dann nicht mehr unser Feind, ja? Auch wenn der sich noch so aufhält. Weil ich weiß, der kann jetzt nicht anders und eigentlich bräuchte der irgendwie jetzt, dass er das jetzt versteht. Das heißt, ich gehe in Beziehung mit dem anderen und dadurch richte ich mich auf und das wäre sehr spannend zu sehen, wie das im Körper wirkt. Ja, wenn der Mensch so frei im Leben steht, ja, dann gibt es Vorgänge, die dann plötzlich entspannend wirken auf den Organismus, hormonelle Vorgänge, wo plötzlich viel Regeneration stattfindet. Und ich fände es wahnsinnig spannend, wenn hier dazu Forschungen in der Zukunft getätigt werden. Die Frage ist, was passiert mit den Zellen? Ja? Was passiert, wenn dann zum Beispiel so ein Impfstoff in den Organismus reinwirkt? Ja? Lässt die Zelle das zu, dass es sich überfremden lässt zu einem Fremdeiweiß? Ja? Oder gibt es bestimmte Reparaturmechanismen? Wir haben sehr viele Reparaturmechanismen. Das heißt, wenn unsere Gene verändert werden, ja, gibt es sowas wie eine übergeordnete Instanz. Man nennt es Epigenetik auch, ja, aus dem Kontext sozusagen, dass das Fremde erkannt wird und dann doch nicht ausgeführt wird. Und das ist eine These. Ich kann es jetzt nicht belegen, aber es wird leider nicht erforscht bisher. Und es wäre aber notwendig, das zu erforschen. Wenn der Mensch so frei ist, dass er eigentlich in der Beziehung zum Ganzen ist, ja, dann hat er auch keine Angst vor der Impfung. Aber er weiß auch, dass es nicht braucht. Ja? Aber wenn er sein Ziel hat, nach Afrika zu reisen, weil das seine Lebensaufgabe ist, dann wird er das trotzdem tun und wird sich von der Impfung nicht abbringen lassen. Und wenn ich stark genug bin, dann werde ich sogar den anderen Menschen, der dieses Ideal eigentlich auch sucht, weil jeder sucht es eigentlich, er traut sich es nur nicht, ihn berühren und aus dem wird was Neues entstehen. Und das ist für mich eigentlich das Bild dieser wirklichen Freiheit, der Freiheit im eigenen Ideal, in dem, was eigentlich fürs Ganze gedacht wird und fürs Ganze durchgetragen und fürs Ganze auch gewollt wird. Und wenn der Mensch sozusagen das erlangen würde, ja, dann könnte er die Corona-Krise wirklich für eine Weiterentwicklung nutzen. Ja, also das ist jetzt ein schöner Rund nochmal zu dem Anfangsgedanken abgerundet. Ich hoffe, dass hier wesentliche, nicht nur Informationen, sondern auch wirkliche Gedankengänge hier aufgezeigt werden, die den Menschen in unterschiedlichen Situationen, in denen sie stehen, auch Perspektiven ermöglichen und vor allem auch anregen, sich selbst mit diesen Dingen auseinanderzusetzen und eigene Ideale und Entwicklungsschritte zu denken. Ich bedanke mich sehr herzlich für das Gespräch. Ich hoffe, dass du deine Arbeit weitermachen kannst und diese Dinge weiterentwickeln kannst und wir vielleicht in einigen Monaten noch einmal auf andere Aspekte dieser Situation blicken können. Ja. Ganz herzlichen Dank. Vielen Dank, Stefan.